Hallo und willkommen beim Deutschblitz Podcast. Warum sind Deutsche so direkt? Das klären wir heute. Hallo, schön, dass du da bist. Dein Haarschnitt heute, naja, sagen wir es so, er passt nicht wirklich zu deiner Gesichtsform. Er betont deine Stirn auf eine Weise, die, sagen wir, unvorteilhaft ist. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Sei mir nicht böse, ich sag's ja nur, damit du beim nächsten Mal einen kompetenteren Friseur suchst. Es ist ein gut gemeinter sachlicher Rat. Keine Sorge, das war nur ein Test. Wenn du gerade einen Schock bekommen hast und dich fragst, ob ich heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, dann kommst du wahrscheinlich nicht aus Deutschland. Wenn du aber dachtest, danke für das ehrliche Feedback, Lukas, ich werde darüber nachdenken und vielleicht mal einen anderen Haarschnitt probieren, dann bist du entweder ein Profi im Umgang mit Deutschen oder du bist selbst einer. Willkommen zu einer neuen Folge des Deutschblitz Podcasts. Mein Name ist Lukas. Heute sprechen wir über ein Thema, das weltweit für die meisten Missverständnisse, Tränen, Kündigungen und peinliches Schweigen sorgt. Die legendäre German Directness. Warum sagen Deutsche den Leuten so gnadenlos ins Gesicht, was sie denken? Warum ist "Wie geht's" in Deutschland keine Begrüßung, sondern eine Einladung zu einem medizinischen Fachvortrag? Und warum empfinden Expats die deutsche Kommunikation oft als einen verbalen Boxkampf ohne Handschuhe? Wir schauen uns heute an, warum Direktheit in Deutschland eigentlich eine Form von Respekt ist. Wir hören traumatische Geschichten aus internationalen Büros und wir klären die Frage, sind Deutsche einfach nur unhöflich oder ist der Rest der Welt vielleicht ein bisschen zu empfindlich? Leg dein Ego beiseite, atme tief durch und mach dich bereit für die nackte Wahrheit. Es geht los. Fangen wir im Berufsleben an. Hier ist die deutsche Direktheit am gefährlichsten für unvorbereitete Seelen. In den USA, in Großbritannien oder auch in vielen asiatischen Kulturen gibt es die berühmte Sandwich-Methode für Feedback. Ihr kennt das. Man sagt erst etwas Nettes, dann schiebt man die eigentliche Kritik ganz vorsichtig in die Mitte und am Ende beendet man das Ganze mit einem weiteren, aufmunternden Kompliment. Das Ziel? Niemand soll sein Gesicht verlieren. Die Harmonie muss gewahrt bleiben. In Deutschland existiert dieses Sandwich oft gar nicht. In vielen Büros gibt es nur das Fleisch und es ist meistens roh, ungewürzt und schwer verdaulich. Wir nennen das Effizienz. Stell dir vor, du präsentierst ein Projekt, in das du Wochen investiert hast. Du hast Grafiken erstellt, Daten analysiert und kaum geschlafen. In London würde der Chef vielleicht sagen, "Interesting approach. Maybe we could look at the numbers again, but overall it's a great start." Was hört der Nicht-Deutsche? Er hört das Lob. Er denkt, super, ich bin auf dem richtigen Weg. Was hört der Deutsche? Er hört "Interesting approach" und das ist in England oft ein sehr diplomatischer Hinweis auf ernsthafte Zweifel. In Deutschland läuft das oft anders. Der Chef starrt auf die Folie, schüttelt den Kopf und sagt, das ist falsch. Die Daten in Tabelle 3 sind unlogisch. So können wir das nicht präsentieren. Machen Sie es neu bis morgen um 8 und benutzen Sie eine andere Schriftart. Diese hier ist unleserlich. Bumm. Das ist der German Hammer. Ich habe mit John gesprochen, einem Marketing-Experten aus New York, der jetzt in Frankfurt arbeitet. Er sagte mir, Lukas, in meiner ersten Woche dachte ich, mein Chef hasst mich. Er hat meine Arbeit vor dem ganzen Team zerrissen. Kein Good Job, kein Thank you, nur Korrekturen. John war kurz davor zu kündigen. Aber dann merkte er etwas Merkwürdiges. Nach dem Meeting ging der Chef zu ihm und fragte ganz normal, ob er mit zum Mittagessen kommt. Für den Chef war die Sache erledigt. Es war eine rein funktionale Kommunikation, die sich nur auf das Projekt bezog, nicht auf John persönlich. In Deutschland befinden wir uns im Arbeitsalltag oft in einem permanenten Problemlösungsmodus. Wenn ich sage, deine Präsentation ist schlecht, dann meine ich nicht, du bist ein schlechter Mensch. Ich meine nur, die Präsentation taugt nichts.
Dass man das persönlich nehmen könnte, kommt vielen Deutschen gar nicht in den Sinn. Kritik für uns ist ein Werkzeug zur Optimierung. Wer mich nicht kritisiert, der respektiert mich nicht genug, um mir beim Besserwerden zu helfen. Ein Gut gemacht, wenn es nicht perfekt ist, empfinden wir fast schon als Zeitverschwendung. Kommen wir zum sozialen Smalltalk. Oder besser gesagt, zum fast völligen Fehlen von Smalltalk. Viele Deutsche empfinden Smalltalk als ineffizient. Warum über das Wetter reden, wenn wir über die Inflation, die Politik oder unsere Bandscheibenprobleme reden können? Der größte Fehler, den man als Ausländer in Deutschland machen kann, ist die Frage: Wie geht's? In den USA ist How are you oft nur eine andere Art, Hallo zu sagen. Niemand erwartet eine ehrliche Antwort. Die Standardantwort ist I'm great, selbst wenn gerade dein Haus abgebrannt ist. Wenn du dort sagst, eigentlich habe ich heute furchtbare Kopfschmerzen, schauen sie dich an, als hättest du gerade die Stimmung ruiniert. In Deutschland ist Wie geht's eine echte Frage. Eine Aufforderung zur Bestandsaufnahme. Wenn du einen Deutschen im Flur fragst, na, wie geht's dir? Dann bleib besser stehen und nimm dir Zeit. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er dir jetzt erzählt, dass seine Kniegelenke bei diesem Wetter wieder Probleme machen, sein Auto gestern nicht durch den TÜV gekommen ist und er seit 3 Tagen Stress mit der Hausverwaltung hat, weil jemand im 3. Stock den Müll nicht richtig trennt. Warum machen wir das? Weil wir es unhöflich finden, eine Frage zu stellen, wenn man die Antwort gar nicht hören will. Wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann gehe ich davon aus, dass dich mein Leben interessiert. Wenn du nur Hallo sagen willst, dann sag verdammt nochmal Hallo. Alles andere ist Zeitverschwendung und, in den Augen eines Deutschen, unaufrichtig. Wir schätzen Ehrlichkeit über Höflichkeit. Wenn es mir schlecht geht, sage ich muss ja oder nicht so gut. Das ist authentisch. Alles andere fühlt sich für viele Deutsche wie ein aufgesetztes Lächeln an. Und wir bevorzugen eine ehrliche schlechte Laune gegenüber einer künstlich guten. Es gibt noch etwas, das Expats oft in den Wahnsinn treibt: das Anstarren. In vielen Kulturen, besonders in den USA oder in Großbritannien, ist es unhöflich, Fremde lange anzuschauen. Man blickt kurz weg, man wahrt die soziale Distanz. In Deutschland ist der German Stare Volkssport. Wenn du in der U-Bahn sitzt, kann es passieren, dass dir jemand 5 Minuten lang direkt in die Augen schaut, ohne zu lächeln, ohne wegzuschauen. Einfach nur starren. Für Ausländer fühlt sich das aggressiv an. Sie denken, habe ich Dreck im Gesicht? Will der mich schlagen? Habe ich seine Mutter beleidigt? Ich habe Maria aus Spanien gefragt, was sie darüber denkt. Sie sagte, Lukas, am Anfang habe ich immer meine Handtasche festgehalten, weil ich dachte, die Leute wollen mich überfallen. Aber sie gucken einfach nur, es ist, als ob sie mich scannen. Aber für den Deutschen ist das oft gar keine Aggression. Es ist einfach nur Beobachtung. Wir schauen hin, wir nehmen die Realität wahr. In den USA schaut man weg, um die Privatsphäre des anderen zu schützen. In Deutschland schauen wir hin, weil wir neugierig sind oder einfach nur in Gedanken versunken. Wir finden nichts dabei, jemanden anzuschauen. Es ist eine Form von passiver Direktheit. Oder, und das ist die dunkle Seite des Starrens, wir schauen hin, weil du gerade etwas tust, was gegen die Regeln verstößt. Wenn du im Ruheabteil der Bahn laut telefonierst, wirst du nicht nur einen, sondern 10 German Stares ernten. Diese Blicke sind wie Laserstrahlen, die dir sagen sollen, ich sehe dich, ich weiß, was du tust, es ist falsch, hör auf damit. Direktheit muss in Deutschland nicht immer laut sein. Manchmal ist sie einfach nur ein sehr intensiver, humorloser Blick. Bevor wir gleich dazu kommen, warum der deutsche Kundenservice so speziell ist und warum hinter der harten Schale oft die loyalsten Freunde stecken, ein kurzer Moment für dich. Ich sage es jetzt ganz direkt.
auf die deutsche Art. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib uns ein Like. Es ist eine kleine Geste, die uns zeigt, dass unsere Arbeit einen Wert hat. Wenn er dir nicht gefällt, schreib uns genau warum. In Stichpunkten, sachlich, konstruktiv und bitte ohne unnötige Emotionen. Am besten nummeriert. Das erleichtert uns die Bearbeitung. Abonniere diesen Kanal hier auf YouTube und aktiviere die Glocke. Es hilft uns, sichtbarer zu werden. Und mal ehrlich, wenn du es bis hierher geschafft hast, scheint es dich ja zu interessieren. Also sei konsequent, triff eine Entscheidung und drück den Button. Das ist effizient für beide Seiten. Danke. Und jetzt zurück zur brutalen Wahrheit. Reden wir über den Kundenservice. Das ist oft der erste Ort, an dem Expats die deutsche Direktheit als pure Unhöflichkeit erleben. Es ist ein Kulturschock der besonderen Art. Wir nennen Deutschland oft die Servicewüste. In den USA ist der Kellner dein bester Freund. Er lächelt, er stellt sich mit Vornamen vor, er fragt 5-mal, ob alles okay ist, er nennt dich Honey oder Buddy. Er tut alles für das Trinkgeld. In Deutschland? In Deutschland ist der Kellner eine Person, die dafür bezahlt wird, dir dein Essen zu bringen. Nicht mehr und nicht weniger. Er ist nicht dein Freund. Er will nicht wissen, wie dein Tag war. Er will deine Bestellung aufnehmen, das Essen servieren und am Ende abkassieren. Wenn du ihn fragst, was können Sie heute empfehlen, sagt er vielleicht, das, was auf der Karte steht. Ich esse hier privat nicht. Wenn du in einem deutschen Supermarkt an der Kasse zu langsam bist, wirst du die Direktheit der Kassiererin spüren. Sie wird dich nicht anlächeln. Sie wird dich anschauen und sagen, könnten Sie weiter schneller machen? Die Schlange wird lang. Oder sie fängt einfach an, die Waren des nächsten Kunden über den Scanner zu jagen, während du noch versuchst, dein Kleingeld zu sortieren. Ausländer sind oft schockiert. Sie denken, ich bin der Kunde, ich bin der König. Der deutsche Angestellte denkt, ich habe eine Aufgabe zu erledigen. Du behinderst mich bei dieser Aufgabe. Es ist meine Pflicht, dich darauf hinzuweisen, damit der Prozess für alle optimiert wird. Das ist prozessorientiertes Denken in Reinform. Und ja, machen wir uns nichts vor. Manchmal wäre ein bisschen mehr Wärme auch in deutschen Restaurants nicht die schlechteste Idee. Aber wir bevorzugen oft eine ehrliche schlechte Laune gegenüber einer künstlich guten. Wenn der Kellner einen schlechten Tag hat, darf er das zeigen. Alles andere wäre Theater. Ein weiteres Phänomen der Direktheit ist das Korrigieren von Fremden. In vielen Ländern würde man niemals einen Unbekannten auf der Straße ansprechen, um ihn auf einen Fehler hinzuweisen. In Deutschland ist das fast schon eine Bürgerpflicht. Es ist ein ehrenamtlicher Dienst an der Gesellschaft. Wenn du dein Fahrrad auf der falschen Straßenseite schiebst oder deinen Müll nicht richtig trennst, wird dich früher oder später ein Passant darauf hinweisen. Junger Mann, das ist hier kein Radweg. Oder wissen Sie eigentlich, dass man hier nicht parken darf? Das Schild ist eindeutig. Für Expats ist das oft unverständlich. Sie denken, was geht dich das an? Bist du die Polizei? Aber für viele Deutsche ist das ein Akt der sozialen Fürsorge. Wir glauben, dass die Welt nur funktioniert, wenn sich jeder an die Regeln hält. Wenn ich sehe, dass du einen Fehler machst und ich sage nichts, dann bin ich mitschuldig am Chaos. Ich helfe dir also, indem ich dich korrigiere. Ich bin kein Klugscheißer, ich bin ein Hüter der Ordnung. Wir korrigieren nicht, um dich zu ärgern, sondern um das System zu retten. Was passiert eigentlich, wenn ein Deutscher versucht, amerikanisch oder britisch höflich zu sein? Das ist ein großartiges Experiment für jede Comedy-Show. Stell dir vor, Hans möchte seinen Kollegen Bernd kritisieren, will aber nett sein. Hans sagt, Bernd, deine Präsentation war interessant. Bernd starrt ihn an. Er runzelt die Stirn. Er sagt, was genau war interessant? War sie schlecht? Sag es direkt.
War die Struktur unlogisch? Waren die Zahlen falsch? Warum verschwendest du meine Zeit mit dem Wort interessant? Hans ist überfordert. Er wollte höflich sein, aber Bernd fühlt sich jetzt beleidigt, weil Hans nicht direkt war. Bernd denkt, Hans verheimlicht ihm etwas Wichtiges. Das ist das deutsche Dilemma. Höflichkeitsfloskeln werden oft als Misstrauen oder Inkompetenz interpretiert. Wir überspringen das Drumherum. Wir wollen direkt zur Lösung. Alles andere fühlt sich für uns wie ein Hindernis an. Warum sind wir so? Ist das genetisch? Haben wir als Babys statt Schlafliedern nur Fehlermeldungen gehört? Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Soziologisch gesehen ist Deutschland eine klassische Low-Context-Kultur. Das bedeutet, alles, was wichtig ist, wird direkt ausgesprochen. Die Information liegt zu 100% in den Worten. Es gibt kein zwischen den Zeilen lesen. Wenn ich sage, komm um 8, dann meine ich 8. Wenn ich sage, das schmeckt mir nicht, dann schmeckt es mir nicht. Es gibt keine versteckten Botschaften. In High-Kontext-Kulturen wie in Japan, Mexiko oder auch in arabischen Ländern ist die Art, wie man etwas sagt, viel wichtiger als das, was man sagt. Man sagt vielleicht, wenn man eigentlich Nein meint, nur um den anderen nicht zu verletzen. In Deutschland ist die Harmonie oft zweitrangig, solange die Sache stimmt. Wir finden es unaufrichtig, Dinge schön zu reden. Wenn ich sehe, dass du einen Fehler machst und ich sage es dir direkt, dann bin ich in meinen Augen kein guter Freund oder Kollege. Ich lasse dich ins offene Messer laufen. Wenn ich dir sage, dass dein Entwurf schlecht ist, dann gebe ich dir die Chance, ihn zu verbessern, bevor der Kunde ihn sieht. Das ist wahre Freundschaft. Direktheit ist Effizienz aus Respekt. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt, den viele Expats erst nach Jahren verstehen. Wenn ein Deutscher dir ein Kompliment macht, dann meint er es auch so. Es ist echtes Gold. Wenn ein Amerikaner sagt, "You look amazing, we should definitely hang out sometime", dann bedeutet das oft nur soziales Rauschen. Wenn ein Deutscher sagt, "Das hast du gut gemacht", dann ist das wie ein Ritterschlag. Er hat es analysiert, er hat keine Fehler gefunden und er hat beschlossen, seine wertvolle Zeit und seine wertvollen Worte zu nutzen, um dir das mitzuteilen. Ein deutsches "nicht schlecht" ist oft das höchste Lob, das man bekommen kann. Es bedeutet, ich habe gesucht, aber ich konnte nichts finden, was ich kritisieren kann. Hinter der harten, direkten Schale der Deutschen verbirgt sich oft eine unglaubliche Loyalität. Es gibt diese Theorie von der Pfirsichkultur und der Kokosnusskultur. Amerikaner sind Pfirsiche, außen weich, freundlich, man kommt schnell ins Gespräch, aber innen ist ein harter Kern. Deutsche sind Kokosnüsse, außen hart, unnahbar, vielleicht sogar abweisend. Man braucht einen Hammer, um die Schale zu knacken. Aber wenn man erst einmal drinnen ist, dann ist man in einem Kreis von tiefer Loyalität und Wärme. Wenn du einmal einen deutschen Freund hast, dann hast du ihn fürs Leben. Er wird dir nicht ins Gesicht lächeln und hinter deinem Rücken schlecht über dich reden. Wenn er ein Problem mit dir hat, wird er es dir direkt sagen. Das schafft eine Basis von tiefem Vertrauen. Du musst nie raten, woran du bei uns bist. Das ist eine große psychologische Freiheit. Was lernen wir daraus? Die deutsche Direktheit ist wie eine kalte Dusche am Morgen. Im ersten Moment ist es ein Schock. Man möchte schreien und wegrennen. Aber danach fühlst du dich frisch, wach und du siehst die Realität klarer. Wenn du mit Deutschen arbeitest oder lebst, denk immer daran, es ist fast nie persönlich. Wir lieben die Wahrheit mehr als die Harmonie. Und das kann wehtun. Aber wir glauben, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn jeder einfach sagen würde, was Sache ist. Wir sparen Zeit, wir vermeiden Missverständnisse und wir kommen schneller zum Ziel. Direktheit ist für viele Deutsche keine Brutalität. Sie ist Vertrauen in deine Stärke. Ich respektiere dich genug, um dir die Wahrheit zuzumuten. Ich glaube, dass du mit der Realität umgehen kannst.
Wer ist also der wahre Freund? Der dich anlügt, um deine Gefühle für 5 Minuten zu schonen, oder der Deutsche, der dir sagt, du hast da was Grünes im Gesicht, mach es weg? Vielleicht ist deutsche Direktheit keine Brutalität, vielleicht ist sie einfach nur der Mut, die Wahrheit auszuhalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast diese Folge überlebt, ohne beleidigt zu sein. Und falls doch, sag es mir direkt in die Kommentare. Ich kann das ab. Wirklich. Gib mir dein ehrlichstes Feedback. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir brauchen deine Unterstützung, um weiterhin die bizarren Geheimnisse der deutschen Seele zu lüften. Und was erwartet dich in der nächsten Folge von Deutschblitz Podcast? Wir haben heute über die brutale Ehrlichkeit gesprochen, aber es gibt noch ein anderes Klischee, der Deutsche als kühler Roboter. Warum wirken wir oft so distanziert? Warum sieht man uns selten weinen oder vor Freude ausflippen, außer beim Fußball? Sind wir wirklich gefühlskalt oder ist das nur eine andere Art der Kommunikation? Das Thema beim nächsten Mal: Warum Deutsche keine Emotionen zeigen oder zeigen sie nur anders? Wir schauen uns an, was hinter der stoischen Fassade passiert und warum Gefühle in Deutschland Privatsache sind. Sei dabei. Mach's gut, sei ehrlich zu deinen Mitmenschen, auch wenn es weh tut, und lächle vielleicht trotzdem mal kurz. Nur so zur Übung. Tschüss. Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.